Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Herbstzeit ist Suppen- und Eintopfzeit. Ich habe für euch heute einen ganz leckeren Eintopf oder besser gesagt eine Suppe, und zwar machen wir eine gelbe Linsensuppe mit einer Wurst drin. Dazu brauchen wir eine Fleischwurst, Bauchspeck, eine Zwiebel, dann habe ich hier eine Pastinake, die war bereits schon geschnitten und war eingefroren, dann Linsen, ich hatte hier jetzt gelbe, ihr könnt aber auch grüne nehmen. Der Vorteil an diesen Linsen ist, sie brauchen nicht lang beim Kochen, also da muss man nichts einweichen. Dann habe ich hier noch Karotten, da hinten ist eine Stange Lauch, dann noch italienische Kräuter, getrockneten Thymian und dann natürlich noch Rinderfond. Ja, dann legen wir auch schon mal los. Als allererstes schäle ich meine Zwiebel und schneide sie in Würfel. Dasselbe mache ich auch mit dem Knoblauch. Einfach den Knoblauch schälen, klein hacken. Ihr könnt ihn aber auch pressen, wenn ihr wollt. Dann geht es weiter mit den Karotten, die ebenfalls schälen und klein würfeln. Dann haben wir hier noch den Lauch, den richtig gut waschen. Ich tue ihn dazu immer halbieren und das Wasser halten, den Dreck halt weg von der Erde und dann in Ringe schneiden. Ja, und dann können wir auch schon loslegen mit dem Anbraten. Und zwar gebe ich ein bisschen Öl in einen Topf und da kommen jetzt die Zwiebeln und der Knoblauch hinein. Die werden kurz glasig gedünstet. Dann kommen die Karotten mit hinein. Meine Pastinake, ich hatte jetzt eine eingefroren. Wenn ihr eine frisch kauft, die müsst ihr natürlich schälen und würfeln. Ich mache das übrigens öfters, wenn so Gemüse im Angebot ist. Ich kaufe da irgendwas ein, schneide mir das schon zurecht und gefriere es ein. So habe ich dann immer etwas zu Hause. Dann kommt noch der Lauch mit hinein. Das Ganze kurz anbraten lassen. Da gebe ich jetzt den Thymian mit hinein. Ihr könnt auch frischen Thymian nehmen. Ich hatte keinen daheim, deswegen habe ich einen getrockneten genommen. Jetzt kommt noch der Bauchspeck mit hinein. Ich habe ihn jetzt ganz gelassen, aber ehrlich, ich rate euch, schneidet ihn jetzt schon in Würfel, denn das muss ich später machen, wenn er gekocht ist. Wenn er ihn jetzt gleich schneidet, dann spart ihr euch diesen Arbeitsschritt. Also einfach klein schneiden, damit hineingeben und dann lässt er sich auch besser anbraten. Das Ganze wird jetzt mit dem Rinderfond aufgegossen. Also bei mir waren es ein bisschen mehr als 1 Liter. Es kommt immer darauf an, wie viel sich dann verkocht. Also es kann schon sein, dass ihr noch etwas nachgeben müsst. Auf jeden Fall soll das Fleisch bedeckt sein. Ja, da kommt jetzt der Deckel drauf und das darf jetzt so gute 20 Minuten leicht köcheln. In der Zwischenzeit schneide ich meine Wurst. Ich hatte hier jetzt eine Fleischwurst. Ich habe sie gewürfelt, ihr könnt sie aber auch in Ringe schneiden, je nachdem wie ihr wollt. Und wer keine Fleischwurst mag, der kann auch eine andere Wurst nehmen, wie Wiener. Oder wer eine vegetarische Variante will, der lässt einfach das komplette Fleisch weg, ersetzt den Rinderfond durch Gemüsefond. Ganz einfach. Ja, das kommt jetzt ganz kurz zur Seite. Hier habe ich jetzt meinen Bauchspeck. Wie gesagt, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ihr gleich schneidet. Dann müsst ihr das nicht machen, weil das ist ziemlich heiß gewesen. Ja, ich habe ihn hier jetzt aber gewürfelt. Ich bin jetzt nicht so der Fan vom gekochten Fettrand. Also ich mag den kross gebacken, so am Krustenbraten oder so. Also da will ich am liebsten nur die Kruste, den Braten können die anderen essen. Aber so gekocht, dass er so schwabbelig ist, mag ich nicht. Deswegen schneide ich den weg. Aber wer ihn mag, kann er natürlich dran lassen. Ja, ich habe jetzt hier das alles gewürfelt. Und er kommt jetzt wieder zurück in die Suppe. Und die kocht schon schön fleißig. Jetzt dürfen auch schon die Linsen dazu. Bitte bedenkt, die Linsen brauchen bloß 12 Minuten. Also das müsst ihr mit einrechnen in die gesamte Kochzeit. Deswegen am Anfang nur 20 Minuten. Mit den Linsen dann noch so 12 bis 15 Minuten dazu. Also insgesamt kocht die Suppe so 30, 35 Minuten. Ja, die Linsen jetzt einfach damit hineingeben. Verrühren, sodass sie schön bedeckt sind. Ja, Deckel drauf und dann eben diese 12 Minuten noch kochen. Und 5 Minuten bevor das Ganze zu Ende ist, kommt die Wurst mit hinein. Die muss ja nicht ewig kochen. Wenn die ziemlich lang drin ist, dann wird die so extrem straff. Also ich mag das nicht. Deswegen es langt, wenn diese Fleischwurst so 5 bis 6 Minuten mit in der Suppe drin ist. Mehr braucht er nicht. Ja, das Ganze mal aufkochen lassen und dann ist ja auch schon fertig. Also nochmal abschmecken
Und dann ist eine ganz, ganz leckere, schnelle, einfache, sättigende Suppe fertig. Und ich muss auch sagen, diese Suppe geht jetzt auch nicht so in die Kosten rein. Übrigens könnt ihr so eine Suppe auch vorkochen. Ich würde zwar also die Fleischwurst weglassen, den Speck auch. Ihr könnt so eine Grundbasis machen und dann könnt ihr sie einwecken und dann auf Vorrat kochen. Also das ist machbar. Und diese Suppe hält auch gute 2-3 Tage im Kühlschrank. Also das ist so eine Sache, da könnt ihr etwas länger dran essen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.